Guck mal hier, das ist der Raspberry Pi 5. Wir haben vorab ein Testexemplar bekommen und den neuen Raspi schon mal durch ein paar Benchmarks gejagt. Der Raspi 5 ist wie der Raspi 4 ein vollwertiger Rechner, kostet um die 70 € und ist genauso klein, aber viel besser. Klar, schneller sowieso, könnt ihr euch denken, aber er hat auch jetzt erstmals einen PCI-Express-Anschluss, an den man unter anderem SSDs hängen kann. Aber ein paar Nachteile haben wir auch gefunden. Bleibt dran. Liebe Hackerinnen, liebe Internetsurfer, herzlich willkommen hier bei Dieses Video wird gesponsert von AG1. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich kenne das auf jeden Fall. Leider, man hat Stress und ernährt sich primär von Fastfood. Das ist schon mal schlecht, weil viel zu viel Kohlenhydrate und schlechte Fette, aber vor allem fehlen Pflanzenstoffe, Bakterienkulturen, Ballaststoffe. Eine ausgewogene Ernährung und Sport sind wichtig und dabei kann AG1 unterstützen. Da sind etliche Makro- und Mikronährstoffe drin, alle sinnvoll aufeinander abgestimmt und mit optimierter Bioverfügbarkeit. Ich habe AG1 mehrere Wochen lang ausprobiert und muss sagen, ist wirklich einfach zuzubereiten. Einfach einen Löffel Pulver in die mitgelieferte Trinkflasche mit kaltem Wasser schütteln, fertig. Löst sich super auf und schmeckt gut. Ein bisschen wie Apfel mit Salat, erstaunlich unkünstlich und auch nicht unangenehm süß. Wenn ihr das auch mal ausprobieren wollt, auf drinkag1.com/CT3003 bekommt ihr bei Abschluss einer monatlichen Mitgliedschaft einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 und 5 kostenlose AG1 Travel Packs für unterwegs. Wenn ihr zum ersten Mal bestellt, gibt es außerdem eine Aufbewahrungsdose und einen Shaker obendrauf. Werbung Ende. Ja, der Raspi 5. Das war jetzt für uns auch eine echte Überraschung, dass der jetzt schon veröffentlicht wurde. Denn der Raspi-Hauptentwickler Eben Upton hatte in Interviews bislang immer gesagt, dass erst ab 2024 mit größeren Neuigkeiten zu rechnen ist. Aber nun also doch jetzt schon. Also schon. Der Raspi 4 ist nun auch über 4 Jahre alt und ja, das Ding ist mir wirklich ans Herz gewachsen. Und dass der Raspi ein Herzensgerät von mir ist, das sieht man ja deutlich an diesem Channel. Über kein anderes Gadget haben wir mehr Videos gemacht. 3 Raspis habe ich übrigens gerade am Laufen. Man kann ja auch so viele tolle Sachen mit so einem Raspi machen. Also Spielkonsole bauen, einen Home-Server mit zum Beispiel Pi-hole und Plex, eine Mars-Rover-Steuerung. Also wirklich, das ist die Open-Source-Variante des Mars-Rovers offiziell von der NASA und die benutzt auch ein Raspi. Vieles am Raspi ist besonders, unter anderem, dass viele der Platinen in Europa, genauer in Wales, hergestellt werden, was ja wirklich für Elektronik super ungewöhnlich ist. Außerdem steckt hinterm Raspi kein kommerzielles Unternehmen, sondern die Raspberry Pi Foundation. Eine gemeinnützige Stiftung, die Computerbildung für Kinder und Jugendliche fördern will. Also ich finde es wirklich sympathisch alles. Auch wenn der Ruf der Raspis in den letzten Jahren etwas gelitten hat, weil die Dinger so schlecht lieferbar waren, dass man zum Teil Mondpreise dafür bezahlen musste. Ja, und die Preise haben sich aber inzwischen wieder einigermaßen normalisiert und ja, jetzt kommt der Raspi 5. Den endgültigen Europreis, den haben wir leider noch nicht, aber wir gehen davon aus, dass er in der Version mit 4 GB um die oder knapp über 70 € kosten wird. Während es den Raspi 4 auch mit 1 und 2 GB gibt, gibt es den 5er vorerst nur mit 4 und 8 GB. Laut Raspberry Pi Foundation sollte der Raspi 5 ab sofort bestellbar sein. Mal sehen, ob das wirklich so ist. Statt dem System on a Chip Broadcom BCM 2711 gibt es nun den BCM 2712. Der hat wie der Vorgänger 4 ARM-Kerne, die aber höher getaktet sind und vor allem eine leistungsfähigere Architektur haben. Cortex A76 statt Cortex A72. Wir haben den Raspi 5 hier mal neben einem Raspi 4 aufgebaut und ein paar Vergleichstests gemacht. Der Raspi 5 ist auf jeden Fall deutlich schneller. Also wir haben hier zum Beispiel der Jetstream 2.1 Browser Benchmark. Da ist der Raspi 5 um den Faktor 2,4 mal so schnell wie der Raspi 4. Wir haben mit 7-Zip Kompression getestet, beziehungsweise Dekompression. Entpacken und Packen, da war der Raspi 5 2,3 mal so schnell und bei OpenSSL, also Verschlüsselung, sogar fast Faktor 20 mal so schnell, weil der das jetzt in Hardware kann. Das ist schon ein großer Unterschied und da spielt sicherlich auch mit rein, dass der Raspi 5 mehr CPU-Cache und schnelleres RAM hat. Die ganzen Details stehen übrigens hier in der Tabelle, drückt gerne die Pause-Taste.
Obendrein stecken auch endlich Beschleuniger für Verschlüsselungsfunktionen wie AES im Raspi SoC. Dadurch laufen Sachen wie OpenSSL und VPNs besser. Der Grafikchip Video Core 7 taktet 60% schneller als der Vorgänger. Wie zuvor werden H265 kodierte Videos in Hardware dekodiert. Die Codecs VP9 und AV1 müssen aber leider immer noch in Software dekodiert werden. Das sind die Codecs, die zum Beispiel YouTube hier für Auflösungen ab 1080p und für HDR-Videos verwendet. 4K-Videos auf YouTube konnten wir zwar im Test trotzdem ruckelfrei abspielen, man sieht aber deutlich im Auslastungsdiagramm, wie der Prozessor dann aufdrehen muss. Zum Vergleich, so sieht die Auslastung bei einem H265 kodierten 4K-Video aus. Das ist deutlich weniger, weil es eben in Hardware dekodiert wird. Wie zuvor gibt es wieder 2 Micro-HDMI-Buchsen, die jeweils ein 4K-Display mit 60 Hertz ansteuern können. Eine große Neuerung ist der neue RP1 IO-Chip. Der kümmert sich unter anderem um USB, PCI Express, Ethernet und die 40-polige GPIO-Leiste. Beide USB 3.0 Ports können jetzt gleichzeitig mit 5 Gigabit pro Sekunde arbeiten. Ganz neu ist der zusätzliche PCI Express Anschluss, PCIe 2.0 X1 mit bis zu 500 Megabyte pro Sekunde. Über den optionalen Adapter namens M2 Head kann man SSDs dran anschließen. Was natürlich praktisch ist, will man sich mit dem Raspi NAS bauen. Beim 4er Raspi musste man Platten oder SSDs über USB anschließen, was aber auch immer okay funktioniert hat. Ich habe seit 2 Jahren hier einen Raspi 4 NAS mit 3 5 Terabyte USB-Festplatten völlig stabil laufen. Im Leerlauf, also wenn die Platten gerade nicht hochgedreht sind, kommt das gesamte System hier auf eine Leistungsaufnahme von deutlich unter 10 Watt. Da das System 24/7 läuft, ist das natürlich super, weil das so nur ein paar Euro Stromkosten pro Jahr bedeutet. Ohne angeschlossene Platten, also nur der Raspi mit dem Betriebssystem auf MicroSD, kommt der Raspi 4 im Leerlauf auf lediglich 3 Watt. Und hier dann jetzt auch der erste Negativpunkt beim Raspi 5. Die höhere Rechenpower braucht natürlich auch mehr Strom. Das Minimum, was wir beim 5er gemessen haben, waren 3,3 Watt. Beim Raspi 4 sind es 2,7 Watt bei rundem Desktop. Bei Vollauslastung zieht der Raspi 5 ohne angeschlossene Platte 8,6 Watt. Der Raspi 4 nur 6,4 Watt. Das sind im Leerlauf 22% mehr und bei Last 34%. Also ich finde die Werte ganz schön okay. Dafür, dass man sich anguckt, wie viel mehr Leistung der Raspi 5 bringt, sind diese maximal 34% mehr Leistungsaufnahme völlig okay, würde ich sagen. Was ich nur noch zeigen muss, ist, wie das Ganze mit der Temperatur sich verhält. Wenn man immer einen Lüfter braucht, das wäre natürlich ein ziemliches No-Go. Man muss an den Raspi 5 auch zwingend ein Power-Delivery-fähiges USB-C-Netzteil anschließen, das 5 Ampere liefert. Der 4er Raspi brauchte noch kein Power-Delivery-Netzteil. Normales mit 3 Ampere reichen hier. Und er braucht im Normalfall auch keinen aktiven Lüfter. Beim Raspi 5 ist das ein bisschen anders. Man kann den zwar ohne Lüfter nutzen, die Raspberry Pi Foundation rät aber vom lüfterlosen Betrieb in engen Gehäusen ab. Ja, und da ist auch erstmals ein Lüfteranschluss auf der Platine. Außerdem nicht so schön, der Raspi 5 ist zwar genauso groß wie der Raspi 4, aber Ethernet und USB-Buchse sind vertauscht beim neuen. Man kann also die alten Gehäuse nicht mehr verwenden, braucht man neues. Ja, und so ein Power-Delivery-Netzteil ist halt auch eine ganze Ecke teurer als ein normales USB-C-Netzteil mit 3 Ampere. Fazit. Bevor ich meine eigene Meinung sage, habe ich noch Christoph Windeck nach seiner Einschätzung zum Raspi 5 gefragt. Das ist schließlich die absolute CT-Hardware-Koryphäe. Ich kann hier an dieser Stelle Christophs Podcast Bitrauschen echt empfehlen. Der Link ist in der Beschreibung. Der Raspberry Pi 5 bringt jetzt 2023, also 4 Jahre nach dem Raspberry Pi 4, ein wirklich großes Update bei der Rechenleistung. Die Bauform bleibt ja gleich. Im Grunde hat man darauf gewartet, auf diesen Chip, der wieder 4 Kerne hat, aber eben deutlich stärkere Rechenkerne, die höher getaktet sind, mehr Cache haben. Endlich auch eine Beschleunigung für Kryptoalgorithmen. Da ist er irgendwie um den Faktor 18 schneller als der Vorgänger. Also damit dringt der Raspberry Pi 5 in neue Leistungsbereiche vor. Er ist ja auch ein bisschen teurer. Das heißt, im Umkehrschluss, der Raspberry Pi 4 oder sogar der 3, die bleiben interessant für Projekte, die nicht so viel Rechenleistung brauchen. Der Raspberry Pi 5 ist dann wirklich sozusagen das Rechentier relativ gesehen zu anderen ARM-Chips. Also er kann natürlich nicht mit einem Desktop-PC mit 18 Kernen oder so mithalten, aber
Er bringt ganz neue Möglichkeiten, wenn es um Rechenleistung geht. Ja, also besonders gespannt bin ich auf den Adapter für PCI Express, sodass man an den Raspi endlich eine NVMe SSD anschließen kann. Nicht nur damit er schneller startet, sondern weil das auch neue Möglichkeiten eröffnet als kleiner Mini-Home-Server. Das ist zwar jetzt nicht super schnell angebunden, aber besser als alles, was wir bisher kannten. Und ja, leider ist der Adapter noch nicht dabei gewesen in unserem Testpaket und ich bin sehr gespannt, was der bringt. Ja, und ich bin echt ziemlich heiß drauf, mehr mit dem Raspi 5 rumzuspielen. Ich habe mir schon fest vorgenommen, eine Woche lang das Teil als Hauptarbeitsrechner zu verwenden und werde dazu natürlich auch ein Video machen, das ich da so erlebt habe. Als Heimserver tut es mein alter Raspi 4 allerdings noch locker, den werde ich erstmal nicht umstellen, vor allem wegen der geringen Leistungsaufnahme. Richtig gespannt bin ich aber auf die Performance vom Raspi 5 als Retro-Spielkonsole. Mit den Linux-Distries RetroPie oder Batocera konnte man den 4er ja schon bis ungefähr dem Nintendo 64 ganz gut nutzen. Die Frage ist, wird mit dem Raspi 5 auch die nächste Konsolengeneration ruckelfrei zu emulieren sein? Also PS2, GameCube und sowas? Ich finde es ziemlich aufregend. Was meint ihr? Seid ihr heiß auf den Raspi 5 oder sind Raspis für euch out? Gerne in die Kommentare schreiben. Tschüss.